In den späten 1960er Jahren ist die Gesellschaft im Umbruch. In Europa wie in den USA. Protestbewegungen, Bürgerinnenrechtsbewegungen und neue politische Ideen prägen das Jahrzehnt. Auch Hans Haacke, der seit 1965 dauerhaft in den USA lebt, ist tief beeindruckt von den Ereignissen dieser Zeit, insbesondere der Bürgerinnenrechtsbewegung rund um Martin Luther King. Und nachdem Martin Luther King im April 1968 ermordet wird, entschließt er sich auch, dass er in seiner Kunst sich sozialen, gesellschaftlichen Systemen zuwenden muss. Also er empfindet so etwas wie eine dringliche Notwendigkeit, sich der Gesellschaft zu widmen und eben über diese physikalischen, ökonomischen, ökologischen, biologischen Systeme hinaus soziale Systeme in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig aber auch diese Stränge auch weiter zu verfolgen. Also es ist nicht ein Bruch im Werk, sondern es ist, wenn man so will, die Erweiterung des Blicks und das systemische Denken wird aber sozusagen auch darauf übertragen. In der Ausstellung ist eine der frühesten Arbeiten aus dieser Phase zu sehen. Nachrichten. Erstmals 1969 in der Kunsthalle Düsseldorf gezeigt. Ein Nadeldrucker bringt Nachrichtenmeldungen direkt in den Ausstellungsraum. Tagesaktuelles politisches und gesellschaftliches Geschehen dringt in die Kunstinstitution. Es ist auch eine klare Ansage, dass die sogenannte weiße Zelle nicht so neutral ist, wie manche es doch gerne behaupten. Wie viele weitere Arbeiten Haakes reagiert Nachrichten auf den jeweiligen Ausstellungskontext. So bestimmt der Ort der Präsentation die Auswahl der Nachrichtenquellen, das Zeitgeschehen, den Inhalt der Meldungen. Das heißt, er hat auch für die Ausstellung hier im Wiener Belvedere 21 bestimmte Quellen ausgesucht, nämlich die Presse, den Standard und die Kronenzeitung. Ende der 1960er Jahre verändern sich nicht nur die Themen, auf die Haacke seinen Blick richtet, auch wird Partizipation ein zentrales Element seiner Kunst. Das Geburts- und Wohnprofil von Galeriebesuchern ist das früheste Projekt, das BesucherInnen direkt involviert. Das realisiert Hans Haacke in 2 Teilen. Der erste Teil ist, dass er einen Stadtplan, eine Landkarte von Manhattan in der Howard Weiss Gallery ausstellt und ihn mit der Aufforderung versieht, dass die BesucherInnen ihren Geburtsort, wenn sie in Manhattan geboren sind, mit einem roten Pin und ihren Wohnort mit einem blauen Pin markieren sollen. Und er fährt mit dem Fahrrad durch Manhattan und sucht und fotografiert diese Adressen. Haacke arrangiert die rund 800 Fotografien entlang einer Horizontale, die die Fifth Avenue repräsentiert, und macht die Installation so als Stadtplan lesbar. Diese systematische Struktur der Arbeit ergibt ein ästhetisches Bild sozialer Verortung. Es sind nicht alle Bezirke oder alle Stadtteile gleichermaßen dicht mit Fotografien ausgestattet, sondern es gibt eben eine gewisse Kulmination. Und darum geht es eben Hans Haacke auch, zu zeigen, dass das Kunstpublikum eben auch einen bestimmten sozialen Hintergrund hat. Und der soziale Hintergrund äußert sich zumeist auch an dem Wohnort, den man hat. 1970 entwickelt Haacke eine weitere ikonische Arbeit, die eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen Werk und Publikum herstellt. MoMA-Poll. Er wird eben eingeladen zur Ausstellung Information, die im MoMA stattfindet. Und sein Beitrag ist eine Frage, die er dem Publikum stellt, und 2 Wahlurnen, in die man die Ja- oder Nein-Karte einwerfen kann. Und die Frage bezieht sich eigentlich auf ein tagespolitisches Thema, nämlich ob man Governor Rockefeller wählen würde, wiewohl er die Indochina-Politik Nixons unterstützt. Nun muss man vor diesem Hintergrund wissen, dass das ein heiß diskutiertes Thema war und Governor Rockefeller bzw. die Rockefeller-Familie eine große Rolle gespielt hat im Board des Museum of Modern Art, des MoMA, an dem diese Befragung des Publikums stattgefunden hat. Ob Stadtplan oder Wahlurne. Beide Arbeiten machen gesellschaftliche Zustände und Strukturen anhand von Informationen sichtbar und entwickeln daraus ein kritisches Potenzial.